Wohnmobil- und Autofahrer. Den Reifenstechertrick solltet ihr kennen, damit es euch nicht auch passiert. Hallo, ich bin Tom. Der Reifenstechertrick ist vor allem bekannt aus Italien, Spanien, Slowenien, Ungarn, die Ecke da hinten. Besonders betroffen sind Wohnmobilfahrer. Der Trick ist eigentlich auch ziemlich simpel. Du fährst mit deinem Wohnmobil auf dem Parkplatz zum Tanken, manchmal sogar Campingplatz oder beim Supermarkt. Überall, wo Touristen sich halt aufhalten, wo klar ist, die fahren jetzt auch bald und gleich wieder weg. Der Täter kommt, sticht dir einmal mit einem Schraubenzieher meistens oder irgendeinem relativ kleinen Gegenstand in den Reifen, damit die Luft noch ein bisschen drin bleibt, dass du losfahren kannst. Du kommst nichts ahnend, setzt dich in dein Auto, in dein Wohnmobil, fährst los. Und manchmal fährt schon gestikulieren, ganz wild machend ein Mopedfahrer neben dir her oder mehrere und zeigen ganz wild auf deinen Reifen, da ist was, du musst anhalten. Und was macht man normalerweise? Natürlich, man hält an. Jetzt kommt der Punkt, was passieren kann. Du steigst aus, was ganz normal ist, und guckst nach, was ist da los, weil vielleicht dein Reifendruckanzeiger auch schon gesagt hat, Reifendruck niedrig. Du läufst ums Auto, guckst dir den Schaden an. Jetzt kann es sein, wenn du alleine unterwegs bist, dass in der Zeit, wenn du nicht abgeschlossen hast, schon der erste Mittäter im Auto ist und alles durchsucht und deine Wertgegenstände mitnimmt. Dann ist das Thema quasi schon erledigt. Meistens ist man ja nicht allein unterwegs, wenn dann noch jemand im Auto sitzt. Dann machen die nächste Masche, nämlich indem sie zu dir hinkommen und mit dir reden und gestikulieren und zeigen und oh, ich kann dir helfen und mach mal. Und dass sie dann dich so ablenken und dich so aus dem Konzept bringen, dass sie mit ganz simplen Taschendiebtricks dir in die Tasche greifen und dich ausnehmen. Manchmal noch nicht mal der Haupttäter, der quasi mit dir redet, sondern einer von den Personen, die drumherum stehen. Aber da gibt es extrem viele Varianten. Das ist jetzt nur mal eine grobe Erklärung, was so passieren kann und auf was man aufpassen muss. Dann gibt es noch eine dritte Variante, die passieren kann, nämlich, dass einer kommt und sagt, boah, du hast ein Glück, ich bin Mechaniker. Nicht weit von hier ist meine Werkstatt. Los, komm, wir schleppen dich ab, wir nehmen dich mit, wir helfen dir, alles super. Dann kommt er dann hin und mit seinem Werkzeug und hilft dir, was ja schon präpariert nebenan stand. Oder sie schaffen es tatsächlich, dich abzuschleppen, oder du schaffst es mit dem Auto noch dahin zu fahren. Dann wird die Reparatur vorgenommen, du denkst dir noch, oh, super, gut, dass die da waren, was für ein Glück. Dann kommt natürlich der Haken, die fette Rechnung kommt. Du hast dann eigentlich kaum Chancen, wenn du vorher nicht vereinbart hast, was es kostet. Und selbst dann ist es natürlich schwierig, weil Aussage gegen Aussage und so. Und dann wird gelabert und gemacht und gedroht mit Polizei und was es alles gibt. Die meisten zahlen dann, weil sie sagen, hey, ich habe keinen Bock. Ich will jetzt aus dieser Situation raus, das ist mir zu anstrengend. Und darauf bauen die. Deswegen machen die einen Wahnsinnsdruck und einen Wahnsinnsgezeter. Deswegen aufpassen. Was kann man tun? Einmal nicht aussteigen. Bleib sitzen, bleib cool, wimmel alle ab, die vor der Tür stehen, und alle, die vorm Fenster stehen, einfach weg mit euch. Denn die allermeisten von uns haben ADAC-Mitgliedschaft. Also, nur mal raussuchen, ADAC anrufen und fertig. Die schicken jemanden, die sagen dir, wer das ist. Du kannst dann auch kontrollieren, ist jetzt das vom ADAC? Super. Wenn du nicht im ADAC bist, ganz viele Autoversicherungen haben Schutzbriefe. Das kostet ein paar Euro zusätzlich und haben ähnliche Funktionen. Und auch die helfen dir in der Regel. Wenn das Europa mit einem inbegriffen ist und du in Europa bist, dann ist es eigentlich gar kein Thema. Einfach dort anrufen, dich beraten lassen, dir helfen lassen. Selbst wenn du jetzt da kein Mitglied bist, das ist deine Versicherung, die hilft dir trotzdem, indem sie dir zumindest Tipps gibt oder sagt, wo in der Nähe du Hilfe findest. Oder natürlich die dritte Variante, du machst es einfach selber. Du steigst aus, schließt dein Auto natürlich ab, gehst hin, wechselst den Reifen und fährst weiter. Wichtig ist, lass dich nicht vollquatschen, lass dich nicht drauf ein, schick alle weg, droh womöglich mit der Polizei. Wenn sie nicht gehen, setz dich ins Auto und wart, bis alle weg sind, weil du brauchst dir deinen wunderschönen Urlaub in einem tollen Land
nicht versauen lassen von ein paar, ich sag's jetzt nicht, die diesen Urlaub versauen würden. Weil eine riesengroße Abzocksumme bezahlen in der Werkstatt nervt. Ausgeraubt zu werden, Ausweis weg, alles weg, nervt genauso. Also der Urlaub wäre ruiniert, ist er aber nicht, wenn du einfach kurz überlegst und sagst, stopp, da habe ich doch mal ein Video gesehen. Bitte teile das Video und gib ihm ein Like, würde mich sehr freuen. Das war's auch schon, bis bald. Ciao, ciao.